in der Europäischen Union werden hier immer weitere Maßnahmen getroffen, damit Leistungsträger so wie du hier vom Staat weiter geschröpft werden. Und zusätzlich gibt es noch eine ganze Menge andere Gründe, weshalb Mandanten natürlich jetzt kommen und sagen, wir wollen jetzt unbedingt so einen zweiten Pass oder einen dritten Pass haben. Die Staatsbürgerschaft in einem Drittstaat anzunehmen, ohne hier letztlich die deutsche Staatsbürgerschaft aufs Spiel zu setzen. Die Nachfrage ist eigentlich kaum zurückgegangen, weil bis Jahresende, möglicherweise auch nur bis Ende November, wird man also nirgendwo hinreisen müssen, wenn man den Vanuatu-Pass haben möchte. Hier zitiere ich gerne Gorbatschow: Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Also das ist jetzt zum Beispiel was ganz Besonderes an Antigua Barbuda. Ne? Daher kann man davon ausgehen, wenn ein europäisches Land, hier wie zum Beispiel Frankreich, jetzt eine Besteuerung der Staatsbürgerschaft einführt, dass da irgendwann Deutschland auch folgen wird. Der Pass ist ja ein Freiheitsdokument. Wenn es hier möglicherweise Gründe der Wehrpflicht gibt, die dagegen sprechen, dass ich die Staatsbürgerschaft ablege, dann habe ich hier möglicherweise ein Problem. Meine Frage ist, hast du dieses Dauervisum als Aufkleber in deinem Pass? Da kriegst du einen Aufkleber in deinen Pass rein, eine ganze Seite. Oder darfst du dann noch in die USA einreisen, zum Beispiel? Ne? Ich mache in meinen Vanuatu-Pass dann rein. Ja. Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. In Europa und auch spezifisch in der Europäischen Union werden hier immer weitere Maßnahmen getroffen, damit Leistungsträger so wie du hier vom Staat weiter geschröpft werden. Hier gibt es momentan Initiativen in Deutschland. Wir haben ja gesehen, was die SPD hier im Wahlprogramm für die nächste Bundestagswahl gerne verwirklichen möchte. Vermögensteuer und dann auch, dass die sogenannten Reichen mehr belastet werden. Das muss man nicht an Leute denken wie Elon Musk oder Bill Gates. Jeder, der mehr als 15.000 € im Monat verdient, eine Menge Geld natürlich, aber davon sind viele betroffen, soll mehr bezahlen. Oder nehmen wir Beispiele wie Italien. Dort soll jetzt die Steuer auf den Verkauf von Bitcoin und Kryptowährungen auf 42% von 26% erhöht werden. Die Niederlande überlegen die Einführung einer Wegzugsteuer. Frankreich überlegt ebenfalls, Reiche mehr zu besteuern. Hier ist man reich, wenn man mehr als 250.000 im Jahr verdient. Also du kannst sehen, die Schlinge zieht sich zu und das auch außerhalb der EU. UK zum Beispiel sind ja momentan sehr viele Wohlhabende dabei, das Land zu verlassen, weil hier doch sehr strenge Steuererhöhungen und Verschärfungen bestimmter steuerlicher Regimes hier implementiert werden. Also die Schlinge zieht sich zu. Du solltest dir überlegen, was du machst, und genau darum geht es ja hier auf unserem Kanal. Zu spät wird es wohl für viele wohlhabende Franzosen sein, denn dort wird jetzt gerade die Besteuerung der Staatsbürgerschaft debattiert. Jeder, der französischer Staatsbürger ist und 3 Jahre in Frankreich gewohnt hat und dann ins Ausland umzieht, in ein Land, wo weniger Steuern als in Frankreich fällig werden, wird weiterhin in Frankreich Steuern bezahlen müssen. Für viele wohlhabende Franzosen wird es also zu spät sein, hier noch etwas zu machen und diese Steuer zu vermeiden. Daher heute ein ganz wichtiges Thema. Wir reden über Staatsbürgerschaften, weitere Staatsbürgerschaften, die man annehmen kann über Citizenship by Investment. Da hat sich viel getan. Das wäre ja nun wirklich eine Option, damit man dann einer solchen Besteuerung der Staatsbürgerschaft entkommen kann. Daniel und ich wollen heute zu diesem Thema sprechen. Daniel ist ja bei uns hier im Team der Experte für dieses Thema. Und deshalb freue ich mich jetzt hier, ihn ausfragen zu können für euch, was denn hier in dieser Szene gerade passiert. Daniel, zunächst mal meine Frage an dich. Wie siehst denn du diese Entwicklungen in Europa, die ich gerade eben beschrieben habe? Ja, also ich rede ja fast jeden Tag mit unseren Mandanten über dieses Thema, und erstmal kann ich dir 100% zustimmen. Und zusätzlich gibt es noch eine ganze Menge andere Gründe, weshalb Mandanten natürlich jetzt kommen und sagen, wir wollen jetzt unbedingt so einen zweiten Pass oder einen dritten Pass haben.
Wie gesagt, interessanterweise sogar Schweizer sind dabei. Ne? Also der deutsche Pass ja bisher so ein ganz begehrter Pass oder der Schweizer Pass, aber wie auch immer, ne? Die Mandanten sagen, sie wollen unbedingt einen zweiten, dritten Pass haben. Und es gibt noch ein paar Gründe, die hinzukommen. Du hast ja schon gesagt, also irgendwie zieht sich die Schlinge immer mehr zu und da gibt es noch ein paar andere Gründe, weshalb einige sagen, die Schlinge in mich wirkt, ich will unbedingt so einen Pass haben. Zum Beispiel haben wir Mandanten, die sind ausgewandert. Nehmen wir mal so ein Land wie Montenegro. Ne? Also wer jetzt denkt, dass er einem Land ohne also zweite Staatsbürgerschaft vielleicht ein Visum hat, ein Jahresvisum, 2-Jahresvisum, das wird immer unattraktiver gemacht, weil die Verlängerung in vielen Ländern, die so typische Auswanderländer sind, die Verlängerung der Visas wird schwieriger. Paraguay beispielsweise. In Paraguay wird jetzt immer mehr durchgesetzt und darauf geachtet, dass man eben wirklich jedes Jahr wenigstens einmal in Paraguay ist. Also wer dachte, so ein Plan-B-Visum, ich habe da so ein Visum in einem anderen Land, ein 3-Jahres-Visum musste halt alle 3 Jahre einmal da sein, beim jährlichen Visum, das kannst du nicht mehr einfach so verlängern, musst du wirklich jedes Jahr einmal dort sein. Montenegro haben wir gehört von Mandanten. Wird auch schwieriger, das Visum zu verlängern, abgesehen davon, dass du persönlich anwesend sein musst zu einer bestimmten Zeit. Will man jetzt plötzlich von Mandanten von uns, haben uns das berichtet, sehen, zeig uns mal, wie du deine Familie ernähren willst, weil du hast ja eine Firma gegründet, zahlst du nur das Mindestgehalt. Das heißt, es werden immer mehr Fragen gestellt, möglicherweise eben auch auf Druck der EU. Das ist so oftmals die Vermutung, ne, dass dort also auch wirklich Druck ausgeübt wird auf die typischen Auswanderländer, dort vielleicht bestimmte Regelungen zu verschärfen. Oder man bekommt kein Konto mehr. Ne? Also mit einem Pass ist es immer einfacher, ein Konto zu eröffnen, als wenn du nur ein Visum hast. Oder, anderes Beispiel, haben wir gehört von Fidschi-Inseln, tolles Land zum Auswandern. Für mich wäre es ein bisschen zu weit weg. Aber in der Pandemiezeit zum Beispiel konntest du mit einem Pass einreisen, mit einem Dauervisum. Wenn du nicht geimpft warst, haben sie dich nicht reingelassen, ne, zum Beispiel. Also sprich, die Second Citizenship ist ein unwahrscheinlich wichtiges Element von Plan B. Und natürlich, ich glaube, du hattest es nicht erwähnt oder ich habe es überhört, das Thema Wehrdienst. Ne? Viele Eltern machen sich Sorgen, was die Kinder betrifft. Muss mein Sohn, vielleicht sogar künftig meine Tochter, wir haben es alle letzte Woche vielleicht gehört, dass plötzlich auch der Herr Merz gesagt hat, wenn er an der Macht ist, will er die Wehrpflicht nicht nur für Jungs, sondern auch für Mädchen einführen. Ne? Und das ist natürlich ein Grund für viele Eltern zu sagen, ich möchte nicht, dass mein Kind, sei es in der Ukraine, sei es in Taiwan, sei es in Palästina, wo auch immer vielleicht Konfliktherde entstehen, lernen muss, wie ist es, andere Menschen zu töten. Also Ausbildung an der Waffe ist unvorstellbar für viele Eltern, für viele Jugendliche auch. Und das ist natürlich auch ein Grund für einen zweiten Pass. Jetzt gibt es natürlich viele Wege, wie man einen zweiten Pass erwerben kann. Ich meine, ich kann ja auch relativ einfach einen zweiten Pass in der EU erwerben. Wir haben da ja auch schon öfter darüber gesprochen. Ich lebe einfach für ein paar Jahre, meistens 4 bis 5 Jahre in einem bestimmten Land und dann bekomme ich da den Pass, dann kann ich mich dort einbürgern lassen, wenn ich das wollte. Es war ja für diese EU-Länder und auch die Schweiz schon immer für Deutsche möglich, hier eine zweite Staatsbürgerschaft zu bekommen, ohne die deutsche Staatsbürgerschaft aufs Spiel zu setzen. Jetzt ist es ja aber seit Ende Juni 2024 Deutschen auch möglich, die Staatsbürgerschaft in einem Drittstaat anzunehmen, ohne hier letztlich die deutsche Staatsbürgerschaft aufs Spiel zu setzen. Damit eröffnen sich ja nun ganz neue Möglichkeiten für Deutsche, unter anderem eben auch hier einen Pass zu kaufen per Citizenship by Investment. Da hat sich ja auch jetzt in den letzten Monaten einiges getan für die Zuschauer und Zuhörer, die hier noch nicht so ganz auf der Höhe der Zeit sind. Was ist denn da jetzt eigentlich über den Sommer passiert in diesen Ländern oder in manchen Ländern, wo man sich hier eine Staatsbürgerschaft kaufen kann? Genau, also die beliebtesten Länder waren ja eigentlich immer so die karibischen Inseln, also Antigua, St. Lucia, Dominica, St. Kitts, Nevis, Grenada. Und dort ist also wirklich das passiert, dass jetzt im Sommer sich die Preise verdoppelt haben. Man sagt, auf Druck der EU könnte das passiert sein, was auch immer da dran ist. Jedenfalls alle karibischen Inseln haben die Preise ungefähr verdoppelt. Am preiswertesten ist am Ende noch im Schnitt für eine Familie vielleicht Antigua.
so Familie mit 2 Kindern, aber trotzdem, das ist also extrem teuer geworden. Also man kam halt für 100.000 $ ungefähr so Pi mal Daumen, ein bisschen mehr noch mit den ganzen Anwaltsgebühren und so, aber hatte man halt einen zweiten Pass in der Hand. Und das ist vorbei. Also im Prinzip beginnen die Preise jetzt plötzlich bei 200.000 $. Auch das ist wieder ein sehr wichtiger Punkt. Hier zitiere ich gerne Gorbatschow: Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Ja, man muss spezifisch in diesem Bereich, wenn es um Plan B, Staatsbürgerschaften, Auswandern, Steuern geht, immer schnell reagieren. Ja, man kann nicht damit rechnen, dass bestimmte vorteilhafte Programme, Lösungen, Preisgestaltungen, was auch immer, hier ewig bestehen. Die bestehen meistens nur für mehrere Jahre. Wir haben ja mehrere Citizenship by Investment Programme zum Beispiel gesehen, die auch dann wieder geschlossen wurden. Wir haben jetzt gesehen, dass die Preise eben dort stark erhöht worden sind. Es bringt nichts zu warten. Wenn man das machen möchte, dann muss man sich dazu entscheiden und dann muss man jetzt letztlich damit anfangen. Je länger man wartet, gerade eben habe ich ja die Franzosen erwähnt, desto schwieriger wird es möglicherweise. Und im Extremfall geht es dann so wie den Russen und den Ukrainern, die ja ab einem bestimmten Zeitpunkt hier dieses Krieges ihr Land gar nicht mehr verlassen konnten, wenigstens nicht, wenn sie männlich waren. Ja. Mit den Maßnahmen, die jetzt hier in Europa auf uns zukommen, über manche Dinge haben wir noch gar nicht geredet, digitale ID, AMLA, Überwachung, wo man also davon ausgeht, dass man nach und nach im Grunde einen Überwachungsstaat schafft wie China. Im Grunde selbst EU-Parlamentarier sagen das. Gerade so die digitale ID, das digitale Wallet, hier ist die EU auf dem Weg letztlich, den China beschritten hat. Je schwieriger wird es werden, rauszukommen. Das heißt, man muss das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Man muss jetzt handeln und kann das nicht hier auf die Zukunft verschieben. Absolut. Ne? Gerade eben wie du gerade sagst, die künstliche Intelligenz, KI, AI hält immer mehr Einzug eben auch in Behörden. Und das ist das, was vielen auch Angst macht eigentlich in der EU, dass ja nicht nur auf der einen Seite viele neue Datenbanken geschaffen werden, neue Behörden, um Daten zu sammeln, sondern eben parallel dazu auch in Behörden zunehmend KI eingesetzt wird. Ne? Und man eigentlich überhaupt nie absehen kann, was wird in Zukunft in der EU mit diesen vielen Daten, was kann damit alles noch gemacht werden, auf welche Ideen kommen die Behörden. Ich fand das übrigens ganz witzig, weil wir da gerade drüber sprechen, über digitale ID und auch über die KI. Ich habe mal die KI selber befragt, total interessant. Ich lese mal die Frage vor und kurz die Antworten. Wenn ein Land die Abwanderung von Steuerzahlern erschweren will und für diese besonders unattraktiv machen will, also die Auswanderung, wie könnten Steuergesetze so geändert werden, dass eine Auswanderung dazu führt, dass der Auswanderer nicht auswandert, sondern weiter in seinem Herkunftsland bleibt oder dort Steuern bezahlen muss? Und es ist total interessant, dass die künstliche Intelligenz, und die wird ja von Unternehmen, von Banken genutzt, von Behörden genutzt, es gibt ja spezielle KI auch von Behörden, dass dann kommt, der Staat sollte eine Wegzugsbesteuerung einführen, okay, hat Deutschland schon gemacht, dann kommt als nächstes, er sollte eine erweitert beschränkte Steuerpflicht einführen, dann drittens, er könnte durch bestimmte Doppelbesteuerungsabkommen die Auswanderung erschweren. Viertens, und jetzt wird es interessant, kommt der Vorschlag von der KI, also sie würde diesem Land empfehlen, eine weltweite Einkommensbesteuerung einzuführen. Also das wird da vorgeschlagen. Und als nächstes wird vorgeschlagen, steuerliche Meldepflichten einzuführen, sodass Auswanderer verpflichtet sind, egal wo sie wohnen, ihre weltweiten Einkünfte im Herkunftsland zu deklarieren. Also man hat den Eindruck, dass also die künstliche Intelligenz schon lange Berater auch der europäischen Länder, ganz speziell von Deutschland ist, ne? Was da im Prinzip passiert. Und wir sind so gerade in der wir beobachten gerade so die letzten 2 Dinge. Ne? Und du hast ja am Anfang schon erwähnt, ne? Auch das ist natürlich ein wichtiger Grund, um sich für eine zweite Staatsbürgerschaft zu interessieren, ne? Weil dort hört man die Einschläge auch immer näher. Und man muss ja sagen, diese Ideen sind ja ansteckend, ja. Die sind ansteckend wie ein Virus, ja. Man sieht es immer wieder hier im Rahmen der internationalen Steuergesetzgebung. Gerade wird ja zum Beispiel weltweit auch hier die Einführung einer Vermögenssteuer diskutiert.
Man hat ja tatsächlich die Vermögensteuer nur in wenigen europäischen Ländern, nämlich Spanien, Norwegen und der Schweiz, aber eben es wird ja auch auf OECD-Ebene diskutiert, eine solche einzuführen. Vor kurzem hat hier das EU-Parlament dafür gestimmt, diesen Plan der OECD zu unterstützen. Ja, also das heißt, wenn so eine Idee dann populär wird, dann wollen natürlich verschiedene Länder hier auf diesen Zug aufspringen. Und daher kann man davon ausgehen, wenn ein europäisches Land, hier wie zum Beispiel Frankreich, jetzt eine Besteuerung der Staatsbürgerschaft einführt, dass da irgendwann Deutschland auch folgen wird. Ich meine, die Grünen haben ja diesen Punkt schon in ihrem letzten Wahlprogramm auch veröffentlicht, ja, als eine ganz klare Maßnahme, um hier letztlich die Flucht von Wohlhabenden aus Deutschland zu unterbinden. Ja. Also das heißt, es sind Sachen, die kommen immer wieder so mal hoch. Jetzt schauen wir mal, ob das in Frankreich tatsächlich implementiert wird. Aber wenn das so wäre, kann man davon ausgehen, dass es auch in anderen Ländern dann entsprechend eingeführt werden würde, wie zum Beispiel in Deutschland oder möglicherweise dann in der gesamten EU. Also deswegen nochmal, man muss jetzt handeln. Ich meine, man weiß von manchen reichen Franzosen, weil auch dort, wie gesagt, diese Idee immer wieder mal so hochkocht, die haben schon vor 4, 5 Jahren sich zum Beispiel die belgische Staatsbürgerschaft besorgt. Belgien, ein Land, was man ja nicht so oft drüber spricht, ist eigentlich steuerlich unattraktiv, aber hat ganz attraktive Steuersätze hier eigentlich auf Kapitalerträge möglicherweise. Ja. Deswegen für Wohlhabende nicht ganz uninteressant. Ja. Aber eben, was ich damit sagen will, ist, es gibt Presseberichte, wo zum Beispiel der Herr Arnault, also das ist hier der Hauptaktionär des Luxuskonzerns, wo auch Louis Vuitton dazugehört, LMBH, schon vor 4, 5 Jahren hier diese Staatsbürgerschaft angeblich beantragt hat in Belgien. Ja. Also da muss man, wie gesagt, nochmal vorbereitend handeln, ansonsten schnappt hier die Falle zu. Und dann ist es zu spät und man kann dann nichts mehr machen. Also zurück zu den Citizenship by Investment Programmen. Du hast ja gesagt, hier die Preise sind hier stark erhöht worden, jetzt im Juli, auch auf Druck der EU. Das habe ich auch so verstanden. Ich habe auch zum Beispiel gehört, dass zum Beispiel die Solomon-Inseln, die ja auch ein solches Programm jetzt einführen wollen und gerade mit der EU auch darüber sprechen, was das für den Schengen-Zugang bedeutet, den ja der Pass bietet, dass hier stimmig stark auf das Land eingedrungen wird, hier höhere Preise festzusetzen. Die wollten meiner Meinung nach ursprünglich so Preise in Richtung 100.000, 150.000 festlegen, aber werden von der EU gerade unter Druck gesetzt, eben auch jenseits der 200, 250 zu gehen. Wenn ich jetzt mal annehme, ich bin unter Zeitdruck zum Beispiel, Daniel, und ich meine, ich brauche jetzt schnell einen Pass, kann ich dann sagen, ich beantrage jetzt in St. Lucia, Grenada hier einen Pass, der kostet mir dann vielleicht 250.000, aber dafür habe ich den dann auch in ein paar Monaten und kann mich dann letztlich hier von der deutschen Staatsbürgerschaft trennen? Oder wie muss ich mir das vorstellen, wie lange dauert dieser Prozess? In der Tat war es mal so und bei vielen steht es auf den Webseiten noch so drauf, dass man den Pass mal so in 4 bis 6, vielleicht 7 Monaten bekommen konnte auf diesen Inseln. Trotz der Preiserhöhung, aufgrund all dieser Dinge, die du am Anfang ja schon erwähnt hast, ne? Also man hört die Einschläge näher oder der Würgegriff, man spürt den Würgegriff mehr von drohender Besteuerung nach Staatszugehörigkeit oder halt mögliche Wiedereinsetzung der Wehrpflicht und so weiter und so fort. Das heißt, die Nachfrage ist eigentlich kaum zurückgegangen. Und das hat sich eigentlich auch wie so eine kleine Bugwelle auch gebildet von denjenigen, die sich schnell noch vor der Preiserhöhung angefangen haben, damit zu beschäftigen, dann es trotzdem nicht geschafft haben, noch vor der Preiserhöhung zu beantragen, aber trotzdem, weil sie sich damit beschäftigt haben, so sicher sind, ich will diese zweite Staatsbürgerschaft und jetzt trotz der Preiserhöhung eigentlich beantragt haben. Ja, deswegen ist also wirklich ein großer Andrang und ein großer Stau der Anträge, sodass man momentan fast ein Jahr warten muss, bis man den Pass bekommt. Das ist realistisch, ne? Also jeder, der erzählt, es geht schneller, oder wenn man irgendwo auf der Webseite liest, es dauert nur 6 Monate oder sowas, das ist einfach falsch. Warum ist das Interesse gerade an diesen karibischen Pässen so groß? Also das Interesse ist deswegen groß, weil eben die karibischen Pässe noch den Schengen-Raum haben.
und weil viele, die sich momentan mit einem zweiten Pass oder einem dritten Pass beschäftigen, und das ist neu, das war vielleicht noch vor 1, 2, 3 Jahren nicht so, jetzt mit dem Gedanken liebäugeln, die deutsche Staatsbürgerschaft, die österreichische Staatsbürgerschaft. Na gut, bei den Österreichern muss man sagen, gibt es noch einen Sonderfall. Da ist es ja noch generell noch nicht so leicht möglich, auch eine zweite Staatsbürgerschaft sowieso zu haben, aber wirklich eben die erste Staatsbürgerschaft zurückzugeben. Zum Beispiel, um einer Wehrpflicht zu entgehen, zum Beispiel, um einer weltweiten Besteuerung nach Staatszugehörigkeit, egal wo ich auswandere, zu entgehen. Und deswegen scheint auf den ersten Blick zumindest ein karibischer Pass interessant, weil alle karibischen Pässe haben eben den Schengen-Raum noch drin. Das in Verbindung mit der Preiserhöhung. Ne? Wahrscheinlich hätten sie, wenn sie den älteren niedrigen Preis von $100.000 plus behalten hätten, eben den Schengen-Raum wirklich verloren. Das heißt also, ich kann dann eine solche Staatsbürgerschaft annehmen, sagen wir mal von Antigua, kann dann meinen deutschen Pass abgeben und kann aber dann nach wie vor, ich sage mal, als Tourist in die EU einreisen, in den Schengen-Raum einreisen, ohne ein Visum dann zu benötigen. Genau, das ist zumindest die Denkweise von den Mandanten, die sich dafür interessieren. Ich sehe das ja anders, also ich sehe das eigentlich ganz anders, aber letztendlich, wer sich so im Internet rumsurft und vergleicht und sagt, gibt es einen Vanuatu-Pass, da gibt es dann diese karibischen Pässe, dann nehme ich lieber den Karibik-Pass, weil der hat Schengen. Das ist das, was oftmals entsteht, wenn man sich selbst informiert und nicht bei uns beraten lässt. Und man muss ja auch sagen, es gibt ja eigentlich gar nicht so viele Länder, die jetzt solche Pässe hier zum Kauf anbieten. Man denkt immer so, okay, da gibt es jetzt ja Dutzende, aber da gibt es vielleicht 1 Dutzend Länder und Programme weltweit, die sowas anbieten. Also so groß ist dann ja auch die Auswahl nicht wirklich. Aber wenn du jetzt sagst hier, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, als hier die Pässe aus der Karibik, die dann den Zugang zum Schengen-Raum bieten, was wäre denn zum Beispiel jetzt eine Lösung, die man stattdessen hier wählen könnte? Erkläre ich gerne nochmal zurück zu den karibischen Pässen mit dem Schengen-Zugang. Man darf eben nie vergessen, dass der karibische Pass 3 Monate, 90 Tage Zugang bietet und dann muss ich ja wieder raus. Das ist eben genau der Punkt. Und ich kann jetzt nicht, wie das in anderen Ländern ist, so mit diesen Jahresvisas, dass ich da so einen Tag raus und wieder reinkomme, wie zum Beispiel in Georgien, ne? Kann ich ja im Prinzip visafrei einreisen. Und dann kann ich 360 Tage bleiben, dann fahre ich mit dem Bus einen Tag ins Nachbarland, komme wieder zurück und kann wieder 360 Tage bleiben. Das funktioniert ja mit dem 90 Tage Schengen-Visum eben nicht. Und wer jetzt sagt, ich möchte eventuell meinen deutschen Pass zurückgeben und ich möchte dann mit dem Zweitpass sozusagen trotzdem in Deutschland noch eine Weile bleiben, bis ich vielleicht mal endgültig auswandere, oder ich möchte 6 Monate bleiben oder 5 Monate bleiben, wie auch immer, das funktioniert ja sowieso nicht mit dem karibischen Pass. So. Und jetzt muss man sich einfach daran erinnern, dass ja eigentlich momentan jeder, der zum Beispiel einen Arbeitsvertrag hat, und der kann einen ägyptischen Pass haben, der kann was auch immer für einen Pass haben, aber wenn du einen Arbeitgeber hast, bekommst du sowieso dein Visum. Ne? Also ich habe jetzt vor kurzem mit einem Mandanten gesprochen, der in einer bestimmten Branche, wo wirklich Arbeitskräfte auch gesucht werden, arbeitet. Und dann haben wir gesagt, okay, du kannst, nehmen wir mal an, den Vanuatu-Pass nehmen. Den gibt es noch für etwas mehr als, also leicht mehr als 100.000 Euro geht's los für eine Person. Und dann hast du verschiedene Möglichkeiten, dort eben nicht nur ein 3-Monats-Visum zu bekommen für den Schengen-Raum, sondern ein Dauervisum. Entweder, indem dein Arbeitgeber dich einstellt. Und die Anforderung ist einfach, dass man die Fachqualifikation haben muss und dass man Deutsch im Level B1 spricht. So, und wenn du Deutsch im Level B1 sprichst und die fachliche Qualifikation hast, dann kannst du ein Dauervisum bekommen, auch in deinen Vanuatu-Pass zum Beispiel oder einen Kambodscha-Pass oder in einen Pass von Ägypten, was auch immer du dich für einen Pass entscheidest. Vielleicht hat auch jemand ja Anspruch aufgrund seines Großvaters in einem anderen komischen Land, vielleicht, was auch immer, exotischen Land, einen Pass zu bekommen, könnte seinen deutschen Pass zurückgeben und kann über einen Arbeitsvertrag eben dann das Dauervisum bekommen, wenn er sowieso vorhat, noch nicht auszuwandern. Ne? Das muss man immer sagen. Ne? Und eine andere Alternative ist eben auch durch ein
Investment in einem europäischen Land. Da gibt es in Griechenland noch eine günstige Option bis Jahresende, aber auch in Litauen bieten wir da die Option an, indem man zum Beispiel in ein Unternehmen, was staatlich registriert ist, also auf so einer bestimmten Liste ist zugelassen ist, investiert. Zum Beispiel für eine Familie ungefähr eine Gesamtinvestition wäre das dann von 120.000 Euro aufwärts. Je nachdem, ob man noch Kinder mit dabei hat, bekommt man eben ein Golden Visum in den Vanuatu-Pass. Und das ist viel besser als ein karibischer Pass. Wenn du jetzt sozusagen eigentlich einen schlechten Pass hast, dem Schengen fehlt, aber eben dann nicht nur 90 Tage dich in Europa aufhalten kannst, sondern eigentlich unbefristet. Und das sind eben so Dinge, die oftmals also auf Webseiten fehlen. Ich habe es noch nirgends gesehen, solche Konzepte, aber in unserer ganzheitlichen Beratung eben dann mit berücksichtigt werden. Sehr interessant. Jetzt hast du gerade eben gesprochen von einem Investment von 120.000 Euro ungefähr. Ist das dann in eine Immobilie oder in mein eigenes Unternehmen? Was muss ich da investieren dann? Also man muss in ein Unternehmen investieren, in Litauen in dem Fall. Und wen das interessiert, wie gesagt, kann gerne einen Kommentar hinterlassen oder uns anschreiben. Dann schicken wir da auch so einen Flyer oder so ein Factsheet dazu. Also es ist eigentlich eine Investition von 50.000 Euro in ein Unternehmen, aber es gibt noch eine Reihe anderer staatlicher Fees, die man dann auch noch bezahlen muss. Sozusagen der Staat will also auch noch ein bisschen was haben. Es geht nicht alles als Investment ins Unternehmen, sodass man ungefähr so bei 110.000, 120.000 Euro landet und dann, je nachdem wie viele Familienmitglieder man noch mitnimmt, erhöht sich das dann nochmal um 10.000, 15.000 Euro. Aber es ist halt insgesamt, wenn man das wieder mit den karibischen Pässen vergleicht, günstiger und man hat eben nicht nur 90 Tage, sondern man hat eben ein Golden Visa, unbefristetes Visum für Schengen drin. Okay, aber also im Grunde genommen, ich würde mir dann da eine Firma gründen. Ich sage, okay, ich fange jetzt dort an, ein Unternehmen zu betreiben, in welcher Branche auch immer, und kann dann mein eigenes Unternehmen investieren und damit bekomme ich dann dieses goldene Visum. Das geht auch, aber der von uns empfohlene Weg ist eben in ein bei den staatlichen Behörden für dieses Programm registrierte Unternehmen zu investieren. Also den Weg über ein eigenes Unternehmen geht es auch, aber muss man einfach sagen, das halte ich halt, also ich empfehle das Mandanten nicht, weil dann musst du dich ja wieder mehr, als du das vielleicht willst, in diesem Land aufhalten, weil du musst dort ein Unternehmen führen und du musst dann auch regelmäßig nachweisen, dass dieses Unternehmen eben auch wirklich noch aktiv ist, arbeitet und so weiter und so fort, auch die Lebenskosten für die Familie deckt. Das wäre nicht meine Plan B-Empfehlung, sondern das passive Investment in Unternehmen. In Griechenland übrigens kann man alternativ in eine Immobilie investieren. Das kann man ja auch auf unserer Webseite nachlesen, wie das geht. Aber auch dort auf Druck der EU wird der Betrag für das Investment eben fast verdoppelt zum Jahresende. Und ist einfach mehr, auch noch ist doppelt so viel ungefähr, wie man in Litauen empfehlen würde. Und ob ich ein Golden Visa in Griechenland habe oder in Litauen, ist eigentlich letztendlich wieder gleich. Das heißt, wir empfehlen momentan diese Kombination. Sehr populär ist ja auch das Golden Visum in Portugal. Es war ja mal so, dass dieses Visum mit einem Immobilienkauf in Portugal letztlich erworben werden konnte. Das wurde dann beendet, diese Option, weil man hier sich Sorgen gemacht hat, dass der lokale Immobilienmarkt sich so stark überhitzt, und seitdem muss man eben auch dort ein Investment tätigen in einen Fund oder irgendwas anderes in Portugal. Hast du da die Kosten im Überblick? Also 200.000 Euro Spende an eine kulturelle Einrichtung beispielsweise in Portugal. Wie gesagt, Bearbeitungszeit 6 bis 9 Monate muss man ungefähr rechnen. Man könnte dann, wenn man das will, halt nach 5 Jahren auch die portugiesische Staatsbürgerschaft beantragen. Hätte man den Weg gewählt, ich gebe die deutsche Staatsbürgerschaft zum Beispiel zurück, könnte das zum Beispiel mit dem Vanuatu-Pass auch wieder eine interessante Option sein. Aber es ist halt mehr als Litauen beispielsweise wieder, weshalb wir halt momentan Litauen favorisieren. Aber wer jetzt vielleicht leben will in Portugal, der könnte natürlich auch sagen, sowieso, dann mache ich das in Portugal beispielsweise. Also momentan zum Beispiel 200.000 Euro Spende an eine kulturelle Einrichtung. Auch dort bekommt man halt eine Liste wiederum oder bekommt man Guideline dann halt von den Migrationsanwälten.
und die entsprechenden Informationen. Italien ist ja auch möglich, aber auch in Italien, glaube ich, sind die Preise dann sehr viel höher. Das heißt im Grunde genommen, wer es jetzt so günstig wie möglich haben möchte, sollte sich tatsächlich natürlich hier mit der Option Litauen befassen oder Griechenland. Genau, wer in Griechenland natürlich gerne leben will, sehr, sehr interessant, weil da gibt es noch eine Investitionsvariante, allerdings nur bis 31.12., dass man da für nur 250.000 € eine Immobilie investieren muss oder braucht. Ne? Allerdings halt nicht in so einer beliebten Ortschaft oder Location wie Athen oder Thessaloniki. Das muss also dann ein bisschen so eine Art B-Location sein. Dort reichen 250.000 € in eine Immobilie. Und wer sowieso dort wohnen will und sowieso vielleicht seine Immobilie in Deutschland verkauft hat, dann könnte das auch eine gute Option sein, weil man hat eben damit Anrecht auf ein goldenes Visum, falls man den deutschen Pass abgeben möchte. Ja, das scheint ja tatsächlich eine sehr attraktive Alternative hier zu sein, vor allen Dingen zu diesen Karibikpässen, die ja doch, wie du schon gesagt hast, ziemlich teuer sind. Wie muss ich mir das jetzt zum Beispiel in Vanuatu dort vorstellen, den Ablauf? Wie lange dauert es, bis ich den Pass habe? Muss ich dort hinreisen zum Beispiel? Was sind so die Regeln diesbezüglich? Das ist eine sehr gute Frage, Sebastian. Das erinnert mich nämlich gerade daran, auch noch darauf hinzuweisen, dass auch bei Vanuatu, so wie das bei den Karibikstaaten war, jetzt wieder mal so eine Frist ist. Wer das noch bis Jahresende macht, der hat also dort noch einen Vorteil. Weil bis Jahresende, möglicherweise auch nur bis Ende November, wird man also nirgendwo hinreisen müssen, wenn man den Vanuatu-Pass haben möchte. Aber auch da ändert sich was. Aber jetzt mal generell zum Ablauf, so wie er bisher war und wie auch noch mindestens bis Ende November, vielleicht bis Ende Dezember sein wird. Der Prozess beginnt mit einer Art Pre-Check. Das heißt, wir schicken ein Formular zu, dort gibt man seine persönlichen Angaben, alles das ist noch kostenfrei. Und wir machen so eine Art Vorcheck ab, ob irgendwas dagegen spricht, dass diese Person den Pass bekommen kann. So. Das ist also die erste kostenlose Stufe. Und dann sagen wir, nach all dem, was wir wissen über den Prozess, wirst du den Passport bekommen können. Im nächsten Schritt muss man dann anfangen, seine Unterlagen einzureichen, also seine Geburtsurkunden, seinen Reisepass, beglaubigt, übersetzt. Man kann, um den Prozess zu beschleunigen, alles zunächst unbeglaubigt einreichen und schickt dann sozusagen beglaubigten Originaldokumente vom Notar oder vom Übersetzungsbüro dann eben später nach. Man braucht ein polizeiliches Führungszeugnis. Hätte man eine eigene Firma oder wäre man beteiligt an Unternehmen, braucht man einen Handelsregisterauszug von den Unternehmen. Und man muss nachweisen, dass man in der Lage ist, später diese Spende oder das Investment, bei Vanuatu kann man ja spenden oder investieren, beziehungsweise eine Kombination fahren. Man kann also auch in eine Kakaoplantage investieren. Man bekommt dann nach 5 Jahren das Investment zurück, also ein Teil, also 50.000 €, verzinst mit 5% ungefähr. Man muss halt nachweisen, dass man die Mittel hat und im späteren Verlauf des Prozesses muss man auch die Herkunft deklarieren. Ne? Also wo kommt das Geld her? Beziehungsweise wenn man das Geld zum Beispiel, man muss auch sagen, ich bekomme es von meinem Großvater oder von meinem Vater, wie auch immer, kann man alles machen, dann müsste man das auch deklarieren. Man kann mit Bitcoin bezahlen, auch das ist möglich in Vanuatu. Das ist interessant, wir haben also einige Kunden, die ihren Pass in Vanuatu, wie gesagt, sich deswegen jetzt zulegen und leisten, weil sie genügend Bitcoin haben, sich den Luxus des Zweit- oder Drittpasses zu leisten. Genau. Und dann beginnt eigentlich die Prüfung durch die Behörden in Vanuatu, wenn alle Unterlagen komplett sind. Und dann bekommt man eine Zusage, jawohl, du wirst eingebürgert. Und dann muss eigentlich diese Spende oder das Investment bezahlt und getätigt werden. Und wenn das eingegangen ist, man selber den Nachweis der Überweisung, der Zahlung vorbringen kann, dann wird der Pass ausgestellt und wird zugeschickt an eine beliebige Adresse, die man angeben kann, weltweit mit DHL. Daniel, du hast ja vorhin gesagt, dass sich jetzt in Vanuatu spätestens nächstes Jahr etwas ändern wird. Hier hast du angedeutet, da gibt es möglicherweise eine Reise, die man machen muss. Erzähl doch mal mehr dazu. Genau, also es wird Biometrik eingeführt in Vanuatu.
Das heißt, man muss möglicherweise ab Dezember, möglicherweise auch erst ab Januar, je nachdem, wann halt man den Antrag abgibt, wird man dann anreisen müssen und muss irgendwo seine Fingerabdrücke abgeben für den Pass. Und da wird man möglicherweise, mit Sicherheit, man wird nicht nach Vanuatu reisen müssen, aber zum Beispiel nach Dubai. Vielleicht wird es auch irgendwo in Europa so eine Biometrikstelle geben, aber man muss in jedem Fall irgendwo hinreisen, in so ein zertifiziertes Office und seinen Fingerabdruck abgeben. Das wird sich ändern. Interessant. Ja, ich hatte auch gehört, dass man möglicherweise nach Vanuatu reisen muss. Ist ja schon mal gut, dass sich das nicht bestätigt hat, denn so schön Vanuatu auch ist, es ist ziemlich weit weg. Und das könnte eine ziemlich komplizierte Reise werden, vor allen Dingen mit Familie. Ja. Ich habe noch was vergessen, und zwar ganz am Ende wird man dann, im Prinzip, bevor man den Pass zugeschickt bekommt, gibt es nochmal so einen Videocall, also oder so als Bürger vereidigt sozusagen. Man muss dann, habe ich auch gehört von anderen, manchmal so ein Eid auf das Land ablegen in so einem Videocall. Wenn man eingebürgert wird, sozusagen, gibt es da so eine Zeremonie, eine Online-Zeremonie. Um was sich jetzt hier sicherlich der ein oder andere Sorgen macht, ist ja zu sagen, okay, ich hau jetzt mal hier einen großen Betrag auf den Tisch, 100.000, und dann klappt es vielleicht alles nicht und dann sehe ich dieses Geld nie wieder. Also wie ist es nochmal in Vanuatu? Ich meine, ich glaube, dich richtig verstanden zu haben, dass man letztlich den Betrag erst überweisen muss, wenn man weiß, dass man die Due Diligence tatsächlich auch bestanden hat. Kannst du das nochmal bestätigen, oder gibt es da die Gefahr letztlich, dass ich das Geld dann überweise und dann möglicherweise den Pass nicht bekomme? Man muss natürlich eine Anzahlung tätigen für den ganzen Prozess. Deswegen gibt es ja bei uns übrigens den Pre-Check-up. Ne? Also der Pre-Check-up, der klärt eigentlich, könnte irgendwas im Laufe des Prozesses dagegen sprechen. Das heißt, alle Unterlagen, ohne dass die jetzt schon irgendwie beglaubigt sind, wie auch immer, und übersetzt sind, weil wir ja alles deutschsprachig mit deutschsprachigen Mitarbeitern und Partnern erledigen, wird das alles geprüft, und wir wissen dann eigentlich mit 99%iger Sicherheit, das geht durch. So. Wenn wir alle wahrheitsgemäß natürlich die Angaben bekommen haben. So. Und dann erst wird der Prozess angestoßen, und dann muss natürlich eine Art Anzahlung geleistet werden für die Durchführung des Prozesses, aber eben nicht der große Anteil, der eben diese eigentliche Spende an die Regierung oder halt die Investitionen beinhaltet. Die wird erst dann bezahlt, wenn die verbindliche Zusage von Vanuatu oder genauso natürlich auch von den karibischen Inseln kommt. Diese Person wird eingebürgert. Das Einzige, was noch fehlt, ist die Zahlung. Das ist dann die einzige Bedingung, die man noch erfüllen muss. Und eigentlich ist der letzte Schritt vor der Ausstellung des Passes. Der Pass ist also dann noch nicht gedruckt, sondern alle Papiere sind fertig. Die Erlaubnis zum Ausstellen des Passes und zur Einbürgerung ist da. Zahlung wird erteilt, Pass wird ausgestellt und zugeschickt. Also ich habe im Grunde hier ein hohes Maß an Verbindlichkeit und auch Rechtssicherheit. Das heißt, wenn ich den großen Betrag überweise, kann ich davon ausgehen, mit einer sicherheitsgrenzender Wahrscheinlichkeit, dass ich diesen Pass bekommen werde. Genau so ist das. Sehr gut. Was viele Mandanten sich natürlich jetzt auch fragen, ist, wer kann eigentlich dort mit mir zusammen so einen Pass beantragen? Ich hatte vor kurzem zum Beispiel mal mit Mandanten gesprochen. Das waren zwei Geschäftspartner, die waren aber nicht verwandt. Und da hat der eine gesagt, ja, wenn ich jetzt den Pass beantrage, kann dann mein Geschäftspartner zum Beispiel den Pass auch beantragen, was ja leider nicht geht. Wir wissen aber, dass natürlich Familienangehörige, zum Beispiel Kinder, aber auch Eltern oder zum Teil auch erwachsene Geschwister tatsächlich ja hier den Pass mit beantragen können, ohne dann jeweils selbst wieder dieses hohe Investment tätigen zu müssen, sondern eben dann nur eine sehr viel geringere Gebühr, wir reden dann von 10.000 oder Zehntausenden, aber nicht Hunderttausenden, entrichten zu müssen. Kannst du dazu nochmal was sagen, vielleicht jetzt zu Vanuatu, aber dann auch so zu den karibischen Pässen, wen man hier eigentlich noch mit auf diesen Antrag nehmen kann? Genau, also da würde ich mal die zwei aus meiner Sicht wirklich hervorstechenden Kandidaten ganz kurz erwähnen. Das eine ist durchaus Vanuatu, weil in Vanuatu könnte jetzt beispielsweise der Sohn seine
Eltern und seine Großeltern mitnehmen. Ohne Altersbeschränkung. Die Eltern müssen 55 sein. Nicht älter als 55 oder älter als 55. Nee, nicht jünger als 55. Okay, gut. Und in Antigua Barbuda zum Beispiel, das fällt wiederum auf, dort können die Kinder nicht 18, nicht 25 wie bei anderen Inseln sein, sondern bis 30. Und man kann sie in den Antrag integrieren. Und man kann, und das finde ich ganz klasse, man kann Geschwister, also nehmen wir mal eine Familie, ein Ehepaar, beantragt das, nimmt die Kinder mit rein, die vielleicht eben älter als 18 sind, älter als 25 sind. Und Vater und Mutter könnten jeweils noch ihre Brüder und Schwestern mit integrieren, egal wie alt die sind. Also das ist jetzt zum Beispiel was ganz Besonderes an Antigua Barbuda. Ne? Wenn man dann dort natürlich Bruder, Schwester mit reinnimmt und dort den Durchschnittspreis pro Pass letztendlich ja ausrechnet, kommt man also auf ein hervorragendes Preisverhältnis. Ne? Also vielleicht kann man den Pass auf unter 50.000 Euro so ungefähr, wenn man sagt, pro Person dann letztendlich drücken. Und das ist natürlich sehr, sehr interessant. Vorausgesetzt, man hat eine Familie, wo Bruder und Schwester vielleicht auch noch mitmachen wollen. Ne? Aber wir haben das ja. Also wir haben definitiv Mandanten, die hier ihre erwachsenen Geschwister mitnehmen wollen. Wir haben zum Beispiel Mandanten, da ist einer der Geschwister ziemlich wohlhabend, die anderen Geschwister vielleicht nicht so wohlhabend, aber da sagt dann der wohlhabende Bruder so, ich möchte hier eben für meine Familie, für meine Brüder und Schwestern auch was tun, damit die auch abgesichert sind und schenke denen sozusagen diesen Pass. So ist es. Genau. Und somit kann dann auch der Pass in Antigua und Barbuda, der eigentlich für eine Einzelperson zum Beispiel jetzt vielleicht nicht hier sich lohnt, dann in dem Zusammenhang natürlich dann wieder attraktiv werden. Eine Sache, die auch natürlich viele Mandanten fragen, ist, wie sieht es zum Beispiel aus mit Unverheirateten? Also wenn ich jetzt hier nicht verheiratet bin, ich habe eine Partnerin oder auch vielfach natürlich gleichgeschlechtliche Partnerschaften, wie sieht es aus bei diesen Inseln? Ist das auch möglich? Wird es anerkannt oder muss man hier tatsächlich im traditionellen Sinn verheiratet sein? So wie du es zuletzt gesagt hast. Ne? Also es geht nur im traditionellen Sinn verheiratet. Unverheiratete müssen getrennte Anträge stellen. Anders funktioniert es nicht. Im Fall von Vanuatu kann man jetzt natürlich sagen, gut, zweimal 100.000 pro Person, dann bin ich auch wieder auf dem gleichen Preis wie in der Karibik. Aber es ist einfach so. Ne? Also momentan gibt es nur die Möglichkeit halt über eine registrierte Familienzugehörigkeit, also auch keine eingetragene Partnerschaft, ne? Sondern im Prinzip Ehe, Mann, Frau, das klassische Familienbild. Ne? Gut, also mal angenommen, ich habe jetzt diesen Zweitpass erworben. Also wie gesagt, als Deutscher muss ich ja nichts mehr extra dann noch tun. Ich muss weder einen Beibehalterantrag stellen, noch muss ich diese Staatsbürgerschaft irgendwo melden. Wenn ich natürlich irgendwann zumindest auf einer deutschen Botschaft hier einen Pass beantrage, einen deutschen wieder neu, eine Passverlängerung, muss ich die Staatsbürgerschaft dann angeben, aber kann ich ja dann ruhig machen. Ich habe dann diesen Zweitpass, habe natürlich meine deutsche Staatsbürgerschaft auch noch. Also man würde natürlich sagen, die deutsche Staatsbürgerschaft auf keinen Fall aufzugeben, aufgrund der Vorteile, die sie hat, außer eben, es gibt dafür triftige Gründe. Ja, und die Gründe haben wir ja besprochen: Krieg, Besteuerung der Staatsbürgerschaft und so weiter und so fort. Wie würde es jetzt eigentlich funktionieren, wenn ich mich jetzt tatsächlich dafür entscheide, die deutsche Staatsbürgerschaft aufzugeben? Es ist jetzt eben so, hier, es gibt Besteuerung der Staatsbürgerschaft zum Beispiel, oder es wird mir einfach alles zu bunt. Ich will jetzt diese Staatsbürgerschaft loswerden. Wie würde es funktionieren mit Deutschland ganz konkret? Ja, also wir können ja mal den Link hier mit in die Beschreibung zum Video posten, weil man kann tatsächlich diesen Antrag online stellen, sogar. Muss dann allerdings final nochmal erscheinen, weil man so eine Belehrung entgegennehmen muss. Aber das ganze Verfahren soll nur, also jetzt nicht 1-2 Wochen, aber innerhalb von ein paar Monaten im Prinzip erledigt sein. Eigentlich die einzige Bedingung ist, man darf nicht in die Gefahr laufen, staatenlos zu sein. Ne? Das ist die einzige Einschränkung. Also man kann relativ einfach die deutsche Staatsbürgerschaft aufgeben, wenn man nachweisen kann, dass man eine andere Staatsbürgerschaft besitzt und nicht staatenlos wird.
und den Prozess starten, wie gesagt, online. Man sollte sich aber trotzdem immer sagen, also ich habe viele Gespräche in letzter Zeit dazu geführt, also unbedingt, denke ich, ein Beratungsgespräch buchen, weil man natürlich auch sich mit den möglichen Konsequenzen und Nachteilen beschäftigen muss. Ja, unbedingt. Ich weiß nicht, wie das im Falle Deutschlands ist, und das ist meine nächste Frage an dich, Daniel, wenn du das weißt. Ich weiß aber von anderen Staaten, wenn du dort die Staatsbürgerschaft abgibst, dann ist sie weg und dann bekommst du sie auch nicht wieder. Das heißt also, das ist eine endgültige Entscheidung. Ja, und das muss natürlich sehr gut bewusst sein. Wie ist es in Deutschland? Gibt es dazu Aussagen? Kann man sich da erkundigen? Bekomme ich die deutsche Staatsbürgerschaft wieder, wenn ich mich entscheide, ich will jetzt doch kein Bürger Vanuatus sein, sondern will doch lieber Deutscher sein? Also man kann beantragen, die Staatsbürgerschaft wiederzuerlangen. Wird nicht ausgeschlossen, allerdings wird eben auch nicht gesagt, dass man automatisch einen Anspruch darauf hat, sondern man stellt den Antrag und wenn man das gut erklären kann, wie es vielleicht damals dazu kam, dass man sie abgegeben hat und warum man sie jetzt wieder haben will, sind die Chancen wohl gut, dass man sie wiederbekommt. Aber man muss bei der Sache auch immer eins sagen. Ich meine, wenn das jetzt jemand macht, entscheidet ja immer die Auffassung des Gesetzgebers in den künftigen paar Jahren, wenn man sie dann wiederbekommen will. Und deswegen, was auch immer wir jetzt hier zu dem Thema sagen, ist ja mehr als unverbindlich, ne? Weil es könnte jetzt zum Beispiel so sein, dass man sagt, wie du gerade gesagt hast, niemals bekommt er die Staatsbürgerschaft zurück, aber in 5 Jahren kann es ganz anders aussehen. Und auch umgekehrt, ne? Also jetzt wird offiziell gesagt, du kannst es immer beantragen, du kannst, auch wenn du sie zurückgegeben hast, kannst du beantragen, deine Staatsbürgerschaft zurückzubekommen. Entscheidend ist ja, wie ist es denn dann in 5 oder in 10 Jahren, wenn man das machen will. Deswegen ist auch ein Grund, weshalb man sich das gut überlegen sollte, ne? Das ist gar keine Frage. Auf der anderen Seite ist ja aufgrund des anhaltenden Arbeitskräftemangels in Deutschland, und da sagen ja alle Statistiken, das bleibt die nächsten 10, 20, 30 Jahre, also dramatisiert sich diese ganze Lage. Und es gibt eigentlich eine ganz klare Regel, wie Ausländer in Deutschland einen Aufenthalt bekommen, wenn sie denn hier arbeiten wollen. Denke ich, ist eine Rückkehr nach Deutschland, egal mit welchem Pass man künftig haben will, sofern man in der Lage ist und willens ist zu arbeiten, eigentlich völlig unkritisch. Das ganze Thema Ablegen der deutschen Staatsbürgerschaft und später auch möglicherweise wieder Annehmen der deutschen Staatsbürgerschaft ist etwas, was man natürlich hier gut planen und überlegen muss. Und wie gesagt, ganz wichtig zu verstehen, es gibt keine Garantie, dass man die deutsche Staatsbürgerschaft ablegen kann. Ja, man muss hier warten, bis entschieden wird, was die Behörde sagt. Auf der Webseite der Behörde, und ich lese vor, steht: Wir informieren Sie, wenn für die Bearbeitung Ihrer Verzichtserklärung weitere Unterlagen und Angaben erforderlich sind. Sofern erforderlich, nur bei Wehrpflichtigen holt das Bundesverwaltungsamt die Zustimmung des Bundesministeriums der Verteidigung für sie ein. Das heißt also, wenn es hier möglicherweise Gründe der Wehrpflicht gibt, die dagegen sprechen, dass ich die Staatsbürgerschaft ablege, dann habe ich hier möglicherweise ein Problem in Deutschland, das muss man ganz klar sagen. Auch zum Beispiel können Eltern letztlich hier zwar beantragen, dass auch für ihre Kinder die Staatsbürgerschaft abgelegt wird, die deutsche, aber dazu braucht es die Zustimmung eines deutschen Gerichtes. Ja. Also das heißt, das sind Punkte, die man sich sehr gut überlegen muss. Ja. Gerade wenn es darum geht, dass man auch die Kinder zum Beispiel hier vor der Wehrpflicht schützen muss. Was sagst du zu diesen Punkten, Daniel? Ja, es ist genauso, wie es ist. Also im Prinzip empfehle ich ja den Mandanten generell, also sie bekommen von mir den Link, gegebenenfalls gehen wir zusammen auch diese Gesetzestexte durch. Und man muss möglicherweise, wenn aus irgendeinem Grund ein Hindernis auftaucht, dann vielleicht auch anwaltliche Hilfe in Anspruch nehmen. Und klar müssen die Kinder entscheidungsfähig sein, ne? Also klar kann man für seine Kinder nicht die Staatsbürgerschaft einfach zurückgeben. Allerdings, solange das Kind noch nicht entscheidungsfähig ist, wird es auch nie eingezogen zum Wehrdienst. Also insofern müssten eventuell die Kinder ihre Staatsbürgerschaft später abgeben, als die Eltern das tun. Ich glaube, was wir auch hier sagen können ist, ich meine, wenn es mal tatsächlich zum Spannungs- und Verteidigungsfall kommt, dann wird es sicherlich schwieriger werden, die Staatsbürgerschaft abzugeben, besonders als Mann, ist ja ganz klar. Vor allen Dingen, wenn hier ganz klar gesagt wird,
dass hier noch das Bundesministerium der Verteidigung mit involviert ist, wenn man ein Wehrpflichtiger ist. Ja, das heißt, auch hier gilt wie bei allen anderen Sachen, also wenn man es tatsächlich will, dann nicht zu lange damit warten, ja, weil möglicherweise wird es einem nicht gewährt werden. Und was wir vielleicht generell auch nochmal mit zur Sprache bringen müssen, wir befeuern ja oder verstärken keine Ängste. Ne? Also wenn jetzt ein Mandant zu uns kommt, entweder hat er eine Befürchtung und will von uns eine Beratung, aber wir raten ja niemanden zum Konzept, damit er seine deutsche Staatsbürgerschaft abgeben kann, sondern dieser Wunsch muss von dem Mandanten kommen. Ne? Also wir ermutigen nicht dazu, wir geben ja keine Beratungsleistung und versuchen einen Mandant dahin zu drängen, ohne dass er selber auf die Idee kommt, wir bieten dir ein Konzept an, wo du deine deutsche Staatsbürgerschaft abgeben kannst. Das ist halt eine Sache, die muss von dem Mandanten selber kommen und dann kriegt er von uns eben die Fakten. Und vielleicht empfehlen wir ihm, das auch nicht zu tun, ne? Je nachdem, wie die persönliche Situation ist und eben wirklich alle Risiken zu bedenken. Wie gesagt, auch bei einer Rückkehr darf man immer nicht vergessen, in welcher finanziellen Situation ist jemand, wenn er zurückkehren will nach Deutschland und vielleicht die deutsche Staatsbürgerschaft wieder erlangen muss, weil eine der Grundvoraussetzungen ist, damit man die deutsche Staatsbürgerschaft wieder beantragen kann. Man muss seinen Wohnsitz in Deutschland haben, man muss in der Lage sein, ohne Sozialleistung in Deutschland zu leben. Also so eine Art, ich kann dann jederzeit zurückkommen, weil bei mir ist alles schiefgegangen, was ich mir da im Ausland aufbauen wollte. Und dann kann ich so einfach wieder ins deutsche Sozialsystem reinrutschen, indem ich die deutsche Staatsbürgerschaft beantrage. Das wird eben so nicht funktionieren. Ne? Und das muss man natürlich alles bedenken vorher. Ne? Ein Missverständnis, dem ich relativ häufig begegne, ist, dass Mandanten, die sich für so eine Staatsbürgerschaft interessieren, sagen wir mal eine Karibikinsel oder Vanuatu, meinen, dass die dann tatsächlich dort leben müssen oder auch Zeit verbringen müssen. Deswegen interessieren sich zunächst mal ja auch dann einige für Immobilienprojekte. Man kann ja auch statt der Spende normalerweise eine Immobilie kaufen. Wir raten natürlich von diesen Immobilieninvestitionen ab, weil das sind ja meistens spezielle Projekte und dann kriegt man die im Grunde hier über dem eigentlichen Marktwert dann angedreht, diese Immobilien. Aber vielleicht könntest du noch mal dich dazu äußern, ob ich nun wirklich dann in dem Land mich aufhalten muss, ob das tatsächlich Sinn macht, dort überhaupt eine Immobilie zu erwerben oder dort Zeit zu verbringen. Absolut. Also das ist nämlich genau der Punkt, der mir oft begegnet in Beratungsgesprächen, wenn ich über Vanuatu spreche als mögliche Option. Und dann sage ich, nee, Vanuatu ist viel zu weit weg, ich würde da nie Urlaub machen, ich würde da auch nie eine Immobilie kaufen, weil das so unterentwickeltes Land, oder? Genau das ist eben der Punkt. Das heißt, eigentlich niemand von denen, die eine zweite oder dritte Staatsbürgerschaft in der karibischen Insel haben, sind jemals dort gewesen, außer wenn du Antigua willst als deinen Anbieter. Da musst du nämlich innerhalb von 5 Jahren einmal 5 Tage dort gewesen sein. Das können die letzten 5 Tage der 5 Jahre sein, das kann irgendwann in der Mitte sein, ist völlig egal. Und man kann sich mit wichtigem Grund auch davon befreien lassen. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel wirklich sagt, ich habe eine Krankheit oder mein Arzt sagt, ich soll nicht fliegen oder was auch immer. Also man kann sich davon auch befreien lassen, ne, von diesen 5 Tagen. In besonderen Fällen, da helfen wir auch dabei, wenn es wirklich einen Grund gibt. Der Pass ist ja ein Freiheitsdokument. Das heißt, der Pass ist für den Plan B und der Pass soll mir ermöglichen verschiedene Dinge. Erstens, er soll mir ermöglichen, wenn ich denn das in der Zukunft will, vielleicht in 2 oder 3 Jahren, in 5 Jahren, in 10 Jahren, wann auch immer. Also ich bin in der Lage, meinen deutschen Pass zurückzugeben, wenn sich das als eine gute Idee herausstellt. Also wir raten niemanden, jetzt einen karibischen Pass zu nehmen und dann sofort den deutschen Pass zurückzugeben, weil momentan gibt es dafür noch keine Anzeichen. Aber man könnte, weil man den Vanuatu oder den karibischen Pass hat, das eben tun. Und es ist ein Freiheitsdokument, weil es ermöglicht mir verschiedene Dinge. Erstens ermöglicht mir eben der zweite Pass jederzeit auszureisen. Das heißt, sollte es wieder Reisebeschränkungen geben, warum auch immer, ob das in Verbindung mit der Pandemie ist oder in Verbindung mit dem Zusammenbruch des Wirtschaftssystems und vielleicht daraus resultierenden Einschränkungen, also des Finanzsystems, nicht Wirtschaftssystems. Also ich habe ein Dokument, wo man mir an der deutschen oder europäischen Grenze nicht verbieten kann, Europa zu verlassen, weil ich bin Staatsbürger eines Landes außerhalb von Europa. Viele Mandanten, die Reisebeschränkungen
in der Praxis erlebt haben und sagen, ich will das nie wieder haben. Ich will das nie wieder haben, dass man mich vom Flughafen zurückschickt. Er sagt, du darfst da nicht raus, weil du darfst dort nicht einreisen und so weiter und so fort. Und für die ist das ein ganz wichtiger Punkt. Das habe ich in vielen Beratungsgesprächen festgestellt. Auch gibt es ja viele, die sich jetzt mit der Entwicklung konfrontiert sehen, dass wir bald digitale Zentralbankwährung haben werden. In der EU ist es schon relativ weit, wir haben dazu auch einige Videos gemacht, aber viele, viele andere Länder. Also es scheint orchestriert möglicherweise irgendwann mal Tag X zu geben, wo viele, viele Länder gleichzeitig möglicherweise eben dieses Zentralbankgeld einführen. Und das hat gar nichts damit zu tun, ob ich persönlich davon überzeugt bin oder du, Sebastian, was auch immer dann für Einschränkungen kommen. Aber viele, die sich damit beschäftigen, sagen und denken, wenn Zentralbankgeld kommt, wird es möglicherweise so sein, dass ich, wenn ich die Europäische Union verlasse, ich dann dort eingeschränkt bin, meine Mittel zu verwenden. Also nehmen wir mal an, vielleicht wird beschränkt in Verbindung mit Zentralbankwährung, dass ich pro Monat nur noch 2.000 oder 3.000 Euro ausgeben kann für bestimmte Dinge. Aber wenn ich das Land verlasse, kann ich vielleicht nur noch einmal im Jahr einen bestimmten Betrag im Ausland, außerhalb von Europa, ausgeben. Du hast ja, Sebastian, auch in einigen Videos schon darüber gesprochen, dass nicht nur Ursula von der Leyen, sondern generell aus vielen Ecken in der Europäischen Union kommt, dass man beschränkt ist, den Abfluss von Geldmitteln außerhalb der Europäischen Union zu begrenzen. Mit allen möglichen Maßnahmen. Und eine mögliche Maßnahme kann eben auch dann diese neue Zentralbankwährung sein. So, hätte ich einen anderen Pass, habe ich einen anderen Pass, das gilt übrigens auch für Golden Visa, permanente Visa in anderen Ländern, kann ich mir sozusagen meine Freiheit auch noch strecken, weil ich dann nämlich in anderen Ländern, sollte es wirklich zur gleichen Zeit überall eingeführt werden, das digitale Zentralbankgeld, mir dort auch ein digitales Zentralbankgeld oder Zentralbankkonto einrichten kann. Ja, also es gibt ja immer so, wenn man so diese Videos sieht in YouTube oder diese Artikel liest, da wird immer gesagt, also wenn wir jetzt alle fleißig nur noch mit Bargeld bezahlen, dann kommt das Zentralbankgeld nicht. Also das ist eine Variante, vielleicht damit zurechtzukommen. Ich bin davon überzeugt, dass es nicht funktioniert, wenn wir alle mit Bargeld bezahlen, dass dann das Zentralbankgeld nicht kommt. Ne? Viel besser ist es vielleicht, sich damit auseinanderzusetzen, sagen, okay, das kommt jetzt, möglicherweise wird es Einschränkungen geben, was kann ich denn jetzt tun, um mein Leben komfortabler zu machen? Und da kann mir eben auch ein Pass oder Golden Visa, also andere Wohnsitze helfen, mir meine Freiheit zu vergrößern, indem ich eben dann nicht das ablehne, sondern sage, ich habe mehrere Zentralbankkonten in verschiedenen Ländern. Also das ist auch ein Grund, ne, warum man so einen Pass dann zum Beispiel hat. Ne? Also nicht dort zu wohnen, nicht in Antigua zu wohnen, nicht in San Lucia zu wohnen, nicht in Vanuatu zu wohnen, sondern um mir meine Freiheit zu vergrößern, zu sichern, mein Vermögen zu schützen. Ne? Übrigens auch, wir hatten jetzt darüber gesprochen, über Montenegro. Ne? In Montenegro kündigt man jetzt Mandanten einfach grundlos Bankkonten. Ob das damit zu tun hat, dass Montenegro der EU beitreten will, wie auch immer, man kann kein neues Bankkonto eröffnen. Mit einem Pass von einem anderen Land kannst du immer in diesem Land, hast du die Garantie, also verfassungsmäßig garantiert, dass du dort ein Konto führen darfst. Als Ausländer kann das beschränkt werden. Ne? Also man kann auch mit einer zweiten Staatsbürgerschaft, mit einem Golden Visa hat man ähnliche Möglichkeiten, aber eben nicht mit einem befristeten 1, 2, 3 Jahres-Visa. Ne? Mit einem permanenten Visum, mit einer Staatsbürgerschaft kann man sich seine Freiheit in Bezug auf Optionen des Vermögensschutzes eben auch vergrößern. Aber eben, es ist so, wie du sagst, also im Grunde genommen dient der Pass als Freiheitsdokument, wie du so schön gesagt hast, aber es ist jetzt nicht vorgesehen eigentlich, dass du dich in dem Land, von dem du den Pass erwirbst, hier überhaupt aufhältst, dort relativ häufig aufhältst, dich regelmäßig aufhältst oder gerade sogar dort dann noch Immobilien erwirbst. Ja, tatsächlich ist es ja sogar so, wir haben das ja schon mal für Vanuatu abgeklärt, da können ja auch Ausländer kein Grund und Boden kaufen und auch selbst wenn du den Pass hast, darfst du da kein Grund und Boden kaufen. Ja? Also das heißt, es sollte nicht das Ziel sein, ja, hier Immobilien wirklich zu erwerben. Wir raten auch davon ab und das ist im Grunde genommen ein Missverständnis. Ja? Es geht eben darum zu sagen, okay, ich habe den Pass,
des einen Landes, lebe aber dann in einem ganz anderen Land. Die karibischen Pässe haben den Vorteil, dass man in mehreren Ländern, auf mehreren dieser Inseln dann leben kann, wenn man wirklich dort in der Karibik leben möchte. Aber wie gesagt, es klingt vielleicht traumhaft, aber in den meisten Fällen würde man dort davon abraten, muss man ganz klar sagen. Es geht dann eben darum, dass man in einem anderen Land sich ein Aufenthaltsrecht sichert. Der Daniel hat ja vorhin erzählt von den verschiedenen goldenen Visa, die es gibt. Man hält sich dort auf. Man würde ja vielfach sowieso noch denken, dass man den deutschen Pass unter bestimmten Voraussetzungen ja weiter behält und hat auch dann die Möglichkeiten des deutschen Passes weiter in der EU zu leben. Also von dem Gedanken, sich dort lange aufhalten zu müssen oder noch Immobilien zu kaufen, sollte man tatsächlich hier Abstand nehmen. Gerade während wir sprechen, bekomme ich die neuesten Zahlen rein von den einzelnen karibischen Inseln. Also St. Lucia ist die Bearbeitungszeit mittlerweile auf 12 bis 16 Monate, dass der Pass ausgestellt wird. Dafür sind die anderen Inseln wieder ein bisschen zurück. Also Dominica 8 Monate Bearbeitungszeit, 6 bis 8 wieder. St. Kitts 6 bis 8, Antigua 7 bis 9, Grenada 7 bis 10 Monate und wie gesagt Vanuatu 2 bis 3 Monate. So, da haben wir gleich nochmal die aktuellen Wetterdaten sozusagen oder Wasserstandsmeldungen durchgegeben. Genau. Vielleicht sollte man jetzt noch darüber sprechen, dass man manche Pässe ja auch kostenlos bekommt, indem man in eine Immobilie investiert, indem man eine Immobilie kauft, die es in diesem Land gibt. Da gibt es ja auch verschiedene Länder, die das bieten. Sag doch mal vielleicht noch dazu was, Daniel, mach mal ein, zwei Beispiele. Ja, also das beliebteste Land war bisher oder ist noch die Türkei. In der Türkei kannst du also für 400.000 US-Dollar eine Investition tätigen. Also du kannst 500.000 US-Dollar Geldanlage auf ein Bankkonto, in eine Staatsanleihe, also entweder auf ein Bankkonto einzahlen in der Türkei oder in eine Staatsanleihe investieren, 500.000 US-Dollar, die bekommst du zurück nach 5 Jahren, oder du investierst in eine Immobilie, 400.000 US-Dollar, egal ob du selber drin wohnst oder die vermietest, das ist halt dein Investment, und dann bekommt halt die Familie, Kinder allerdings nur bis 18 Jahre, bekommt dann eben den Pass. Und manche sagen, das ist der Pass for free, weil du kannst die Immobilie wahrscheinlich sogar mit Gewinn wieder verkaufen. Zumindest ist das häufig so, wenn man an einem guten Ort eine Immobilie gekauft hat. Immobilienpreise sind mächtig gestiegen in letzter Zeit. Oder 500.000 US-Dollar Geldanlage kriegst du auch zurück. So. Und dann hättest du im Prinzip einen Pass for free. Das ist also eine Sache, die dort sehr im Kommen ist. Es gibt noch andere Programme, wie zum Beispiel eine Geldanlage, die du auch zurückbekommst in Jordanien, allerdings eben sehr viel Geld, 750.000 US-Dollar, das ist das, was mir noch bekannt ist. Und in Ägypten kannst du auch Geld anlegen, 250.000 US-Dollar, und dann bekommst du halt den Pass. So ist das, ne? Und auch dort können wir wieder sagen, was will ich denn mit dem Pass aus Ägypten oder Türkei, wie auch immer. Aber der Punkt Freiheitsdokument und eben auch der Punkt, sollte ich aus irgendeinem wichtigen Grund mal meinen deutschen Pass abgeben müssen, zum Beispiel weil ich Wehrdienst umgehen will, bekomme ich mit dem Pass genauso, wenn ich einen Arbeitsvertrag nachweisen kann und Deutsch B1-Level spreche, in Deutschland ja jederzeit wieder mein Aufenthalt in diesen Pass, was auch immer das für einer ist, reingestempelt. Und als Ausreisedokument ist es sowieso gut, zum Konto eröffnen ist es sowieso gut geeignet. Ägypten, wie gesagt, noch als BRICS-Land, ne, ganz interessant, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, dass das natürlich auch noch eine interessante Option ist, wenn man mit einem Fuß in die BRICS-Welt vielleicht eintauchen will. Genau. Türkei hatten wir ja gerade gesprochen, wobei wir haben jetzt ja hier vielfach jetzt auch über den Wehrdienst gesprochen. Die Türkei hat ja auch eine Wehrpflicht. Ich habe jetzt gehört, dass man sich da herauskaufen kann für relativ wenig Geld, sich und seine Kinder. Kannst du dazu was sagen? Oder bin ich dann, wenn ich jetzt den türkischen Pass zum Beispiel hätte, wirklich hier dieser Wehrpflicht ausgeliefert? Da hat man natürlich noch in dem Fall käme man jetzt drum rum, wenn man eben die Sprache sowieso nicht sprechen würde, weil man muss die Sprache sprechen, um in Frage zu kommen für eine
für eine Teilnahme am Wehrdienst, aber das ist wirklich ein guter Punkt, wenn ich denn vorhätte, in der Türkei zu wohnen. Und dann auch noch sagen, du hast ja von selbst gesagt, ich muss ja nicht dort wohnen, wo ich den Pass habe. Das ist auch ein Vorteil von so einem Pass. Ich habe keine Anwesenheitspflicht. Ne? Das trifft auch übrigens einige Golden Visa, zum Beispiel das Golden Visa in Georgien. Ne? Wenn ich ein Investor-Visum in Georgien habe ich null Anwesenheitspflicht, aber ich habe meine steuerliche Ansässigkeit in dem Land, ne? Wenn ich das will. Und in der Türkei ist es so, dass ich eben, wenn ich den Pass habe, nicht meine steuerliche Ansässigkeit auslöse, automatisch. Aber du hast vollkommen recht, ne? Dass man natürlich dann möglicherweise, wenn man also Türkei auch zum Lebensmittelpunkt hat und Türkisch sprechen würde, müsste man dann die Kinder eben von der Wehrpflicht befreien lassen. Da gibt es Möglichkeiten. Oder halt so eine Art Zivildienst, die dort auch angeboten wird. Aber da weiß man natürlich immer nie, wie entwickelt sich das. Ne? Die Türkei wird wahrscheinlich nicht mehr lange NATO-Mitglied sein. Und was das für Konsequenzen dann auch auf eine Wehrpflicht und so weiter und so fort hat, ist also riskant. Ich habe eine Liste erstellt und wer uns anschreibt, E-Mail-Adresse können wir einblenden, bekommt gerne die Liste, ist also eine Übersicht aller Länder, zu denen wir beraten. Und bei jedem einzelnen Land habe ich einen Eintrag drin zur Wehrpflicht. Also in welchen Ländern, wo man den Pass entweder durch kurzzeitige Aufenthalte, beziehungsweise halt durch vielleicht Wohnen von mindestens 12 Monaten im Land einen Anspruch auf den Pass hat. Auch zu den anderen Ländern, karibische Inseln übrigens, kann man gleich sagen, haben alle keine Wehrpflicht. Komplett. Es gibt aber auch andere Länder wie Costa Rica zum Beispiel, die gar keine Armee haben und so weiter und so fort. Also da habe ich eine Liste dazu erstellt. Alle Länder sind drin. Und kann man gerne von uns bekommen, den Link dazu. Vielleicht abschließend sollen wir noch mal kurz das Thema BRICS besprechen. Man kann durch ein Immobilieninvestment eine Staatsbürgerschaft in einem BRICS-Land erwerben, das wäre Ägypten. Die brasilianische Staatsbürgerschaft kann man eigentlich auch ziemlich einfach erwerben, allerdings nicht per Investment, sondern eben dadurch, dass man sich dort einige Zeit aufhält. Der brasilianische Pass ist ja durchaus ein ziemlich guter Pass, muss man sagen. Und Brasilien wird ja auch weltweit als neutral gesehen. Also das ist sicherlich tatsächlich sehr interessant, sich darüber Gedanken zu machen. Ist auch ziemlich einfach, wenn man dort zum Beispiel ein Kind bekommt. Steuerlich natürlich nicht interessant. Also da muss man dann natürlich sich überlegen, wie man das Ganze regelt. Aber natürlich in Zukunft werden sich Leute Gedanken machen, so wie sich heute darüber Gedanken machen, wie kann ich Zugang zum Schengen-Raum haben, wie kann ich Zugang zur EU haben, wie kann ich Zugang zu den USA haben. Wie kann ich Zugang zum BRICS-Raum haben? Was kann man da sagen, vielleicht Daniel? Vielleicht eben, wenn es jetzt dort keine Citizenship by Investment-Programme gibt, gibt es vielleicht andere Möglichkeiten, Aufenthaltsgenehmigungen oder sowas zu erhalten in den BRICS-Ländern. Wie siehst du das? Nicht nur die BRICS-Länder, sondern vielleicht auch künftige BRICS-Länder sind dort sehr interessant. Ein Land, was bei uns ja, das ist ja bei dir genauso, da hast du dich auch gut damit beschäftigt schon. Wir haben auch mal einen Podcast schon gemacht, Serbien zum Beispiel, ist noch kein BRICS-Mitglied, aber wendet sich mit Riesenschritten dem BRICS-Bündnis zu. Also ich halte es für sehr, sehr interessant, sei es ein aktuelles BRICS-Land, wobei ich jetzt niemanden unbedingt, der keine Ambition hat, zuraten würde, zieh um oder wandere aus nach Südafrika. Aber wer das will, ist ja so verteilt im BRICS-Raum drin. Aber ein permanentes Visum, vielleicht in Verbindung mit einer Steuernummer in einem BRICS-Land, eröffnet mir eben die Möglichkeit, im BRICS-Land ein Bankkonto zu haben. Und das halte ich für durchaus interessant, ne? Weil wir wissen, dass überall davon gesprochen wird, das aktuelle Weltfinanzsystem wird in irgendeiner Art und Weise resettet und neu sortiert werden müssen. Und es kann durchaus spannend und interessant sein, eben im BRICS-Bereich ein Bankkonto zu haben, ne? Vielleicht eben auch eine Aufenthaltsmöglichkeit. Wir haben in vielen der letzten BRICS-Videos schon analysiert, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit in BRICS-Ländern künftig das Leben, Energie, Nahrungsmittel mit hoher Wahrscheinlichkeit zu niedrigen Kosten dort bestritten werden kann als in westlichen Ländern. Möglicherweise, ne? Also mit hoher Wahrscheinlichkeit vielleicht sogar. Was auch immer da kommt, wir wissen es natürlich nicht, aber ich finde, gehört zum Plan B, einfach in einem BRICS-Land oder einem künftigen BRICS-Kandidaten, wie beispielsweise Serbien,
eben einen Wohnsitz zu haben. Ne? Und da gibt es Möglichkeiten, zu denen wir auch beraten dann im Beratungsgespräch. Ja, es gibt jetzt ja auch in Russland dieses Shared Value Visa für Bürger, sage ich jetzt mal, aus dediziert hier feindlichen Ländern, also feindlichen Ländern gegenüber Russland, wo ich ja dann auch letztlich hier eine Daueraufenthaltsbewilligung für Russland erhalten kann, ohne Sprachkenntnisse, ohne Geschichtskenntnisse und so weiter und so fort. Also das wäre eine weitere Option. Ich meine, für die meisten, wenn das Ding in Frage kommt, ist ja auch ganz klar. Aber dennoch, wenn ich wirklich mich hier mit dem Thema auseinandersetze, wäre das sicherlich auch was man sich anschauen sollte. Meine Frage ist, hast du dieses Dauervisum als Aufkleber in deinem Pass? Da kriegst du einen Aufkleber in deinen Pass rein, eine ganze Seite. Oder darfst du dann noch in die USA einreisen, zum Beispiel? Ne? Ich mache meinen Vanuatu-Pass dann rein, ja. Ja, das musst du in den Vanuatu-Pass wahrscheinlich reinmachen. Wobei du mit dem Vanuatu-Pass, glaube ich, sowieso nach Russland einreisen darfst. Ne? Ach so, Aber, okay. also ja, ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, aber es ist interessant. Also wenn man sich den Vanuatu-Pass anguckt, sind übrigens auch alle karibischen Inseln drauf, ne? Kannst du überall einreisen. Und, aber ja, das ist ein Dank, man muss das wirklich überlegen. Ne? Also deswegen ist ganz, ganz wichtig, eben eine Beratung auch bei uns oder was weiß ich, bei jemand anders. Also nichts ohne Beratung zu machen. Also nirgends auf den Bestellknopf drücken bei denjenigen. Also es gibt ja Passverkäufer, wenn man so will. Ne? Es gibt ganz, ganz viele Internetseiten, die sagen, wir verkaufen alle karibischen Inseln die Pässe. Und dann ist eben der Horizont in der Beratung nur, welchen Pass, den wir dir anbieten, welcher ist für dich der richtige. Und da ist ja unser Beratungsansatz ganz anders. Also bei uns gehen ja viele Kunden, die mit dem Wunsch nach einem Pass kommen, aus dem Beratungsgespräch raus und wir sagen, nee, mach doch lieber 2 oder 3 Golden Visa. Bringt dir auch, also das, was deine Bedürfnisse sind, ist damit auch abgedeckt. Ne? Ich finde es einen falschen Ansatz, eben das, wenn man sagt, ich brauche jetzt eine Second Citizenship, ich gehe jetzt mal zu den 2, 3 Webseiten, die da mir diese ganzen karibischen anbieten und nehme eine Beratung von denen. Vielleicht ist die Beratung am Ende noch kostenfrei, aber eigentlich habe ich nicht das, was ich brauche. Ne? Das darf man halt nicht vergessen. Ne? Vielleicht wäre zum Beispiel in einem BRICS-Staat, in einem lateinamerikanischen Staat, vielleicht so 2, 3 Golden Visa bringen mich viel weiter an das Ziel, wo ich mal hin will, als eben der Pass zum Beispiel. Ne? Wir haben einige auch, die sich einen zweiten Pass gekauft haben, obwohl sie eben aus dem Wehrpflichtalter raus sind, keine Kinder haben. Und dann kamen sie zu uns und haben gesagt, ich habe jetzt den Pass, aber eigentlich weiß ich gar nicht, was ich damit soll. Wenn wir gerade über BRICS sprechen, ich meine, also jetzt die Vereinigten Arabischen Emirate sind ja auch in den BRICS drin. Und Genau, ich meine, gerade wenn man sich jetzt anschaut, was hier im Krieg passiert ist, Ukraine gegen Russland, sind ja viele Ukrainer, viele Russen in die Vereinigten Arabischen Emirate umgezogen. Einfach über einen Golden Visa, haben sich dann eine Immobilie gekauft und eine Firma gegründet, haben das Golden Visa bekommen, ohne jetzt hier einen Pass haben zu können. Und das hat natürlich für viele schon mal gereicht, ja, um schon mal hier, also jetzt, ich meine, um einen schon mal vor dem Krieg zu schützen und davor, dass man jetzt hier ganz konkret eingezogen wird. Ich meine, die werden dich nicht an den Ohren letztlich aus dem Land herausziehen, wo du dich aufhältst. Aber das Problem ist halt, wenn dein Pass abläuft, was dann? Dann stehst du halt da. Da kannst du nur darauf hoffen, wenn du den Pass gerade erneuert hast und der ist 10 Jahre gültig, dass bis dahin der Krieg vorbei ist. Ja? Ich meine, was ja auch in gewisser Weise für die meisten Kriege jedenfalls tatsächlich auch stimmen würde. Ja? Aber auch gerade wer sich jetzt hier so einen Pass nicht leisten kann, wir haben ja gerade von den erheblichen Kosten gesprochen, die ein solcher Pass auch mit sich bringt. Das heißt nicht, dass man dann einfach hier resignieren soll, dann besorgt man sich eben Aufenthaltsgenehmigungen, die man zum Teil ja auch schon letztlich für gar nichts bekommt, ohne Investition, ohne alles. Ich muss nur nachweisen, dass ich bestimmte Einkünfte habe oder ein bestimmtes Vermögen habe. Oder ich kann natürlich auch eine Immobilie kaufen, jetzt im Fall der UAE, aber muss ich ja nicht. Und dann habe ich schon mal die Möglichkeit, wenigstens zu sagen, okay, also die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann rauskomme, wegkomme, irgendwo leben kann, weit weg, nicht in der EU, ist schon mal ziemlich groß, ja. Und ich glaube, das wäre sicherlich auch die Alternativempfehlung für jeden, der jetzt sagt, naja, also ich meine, selbst Vanuatu 100.000 oder 130.000, ich meine, das kann ich mir nicht leisten, dann muss man halt einfach nach anderen Optionen suchen. Ne? So ist es, ne? Also das passiert auch viel in den Beratungsgesprächen, die wir dann haben, dass zum Beispiel, wenn man überlegt, dass man als Familie 100.000, 200.000 Euro oder mehr bezahlen müsste, je nachdem, für welchen Pass man sich entscheidet,
könnten wir vielleicht auch für die Familie ein schönes Land finden, wo jetzt vielleicht der Hauptverdiener in der Familie sagt, könnte ich mit meinem Arbeitgeber reden, dass ich mal 2 Jahre eine Auszeit nehme oder 1,5 Jahre. Und dann zieht man halt mit der Familie in ein anderes Land, wohnt dort mal, ne? Aber genießt eben diese 100 oder 150.000, also ja viel weniger wahrscheinlich dann, ne? Also das Geld, macht sich mal einfach, nimmt man so ein Sabbatical oder sowas mit der ganzen Familie und hat dadurch dann für die ganze Familie eben Anspruch auf den Pass. Also auch das könnte ein Konzept sein und das ist auch Bestandteil unserer Beratung, ne, zu dem Thema. Ne? Also nicht unbedingt jetzt einen der Pässe zu verkaufen, wobei das eben immer der schnellste und einfachste Weg ist, da gibt es gar keine Frage. Es gibt ja 4 Wege, die zum Pass führen, du hast ja vor uns auch schon einen erwähnt und bei uns schließt das ja alles ein, das Beratungsgespräch. Ne? Wirklich den besten Weg, den zur Familie, zu den Bedürfnissen, zu den Zielen am besten passenden Weg zu finden, der eben entweder Second Citizenship für die ganze Familie oder eben mehrere Golden Visa beinhaltet. Ja, Daniel, sehr interessantes Thema, wie immer. Ihr habt es gehört, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, im nächsten Schritt, wenn ihr wirklich daran Interesse habt, hier im Rahmen eines Plan B oder auch im Rahmen eines Plan A, euch mit so einer Staatsbürgerschaft oder eben auch einer Daueraufenthaltsgenehmigung in dem einen Land auseinanderzusetzen, dann am besten ein Beratungsgespräch buchen mit dem Daniel. Den Link packen wir hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Und im Grunde genommen, wenn sich dann im Beratungsgespräch ergibt, dass das der richtige Schritt ist, werden wir euch dann diesbezüglich natürlich auch begleiten können. Nicht nur bei dieser Maßnahme, also jetzt den Pass zu bekommen, Daueraufenthaltsgenehmigung zu bekommen, sondern auch bei allen anderen Fragen, die sich dann hier aus diesem Themenbereich ergeben, sei es jetzt steuerliche Fragen, Firmengründung, sei es jetzt Dinge wie zum Beispiel auch die Planung des Wegzuges aus Deutschland aus steuerlicher Sicht. Hier können wir natürlich dann helfen, genauso wie bei Themen wie Vermögensschutz, sei es jetzt Stiftung gründen oder eben auch alternative Investments, um das Vermögen zu schützen. Daniel, das letzte Wort überlasse ich dir. Ich kann auch nur sagen, es ist für viele eine Beruhigung. Ne? Also es ist für mich erstaunlich, diejenigen, die jetzt dann ihren Pass schon bekommen haben, und wir haben ja in letzter Zeit, in den letzten Monaten 40, 45 sozusagen Menschen mit so einem Passantrag dann auf den Weg gebracht. Und wie beruhigend sich das für viele auswirkt, einfach wirklich diesen Plan B in der Tasche zu haben. Ne? Und es ist, wie der Sebastian auch schon gesagt hat, eben ganz, ganz wichtig, man sollte so eine Entscheidung nie unter Angst treffen. Also Angst ist immer ein ganz schlechter Ratgeber und Zeitdruck ist ein ganz schlechter Ratgeber. Ne? Also es ist wirklich eine gute Sache, ganz in Ruhe, ganz gelassen an das Thema ranzugehen. Übrigens auch die Familie mit einzubeziehen. Viele unserer Beratungsgespräche, da ist das Ehepaar dabei, manchmal sind auch die Kinder dabei, wenn sie schon ein bisschen älter sind, und dann redet man da einfach drüber über so ein Ding, weil es ein Familienprojekt ist. Ne? Also es geht immer darum, für die Familie das bestpassendste Konzept, das bestpassendste Plan-B-Projekt auf die Reise zu bringen. Also vielen Dank auf alle Fälle fürs Zuschauen, fürs Zuhören, und ich freue mich, dich oder Sie dann im Beratungsgespräch kennenzulernen oder bei einem unserer Live-Events. Da müssen wir natürlich auch noch den Link mit in die Beschreibung packen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.